Eine riesengroße Sitzgruppe mit einem tollen Durchstieg ins Fahrerhaus, den breitesten Einstieg seiner Klasse, Bullaugen und ein komplett neuer Möbelbau im Modelljahr 2020. Das ist der Pössl Trenta, so wie er hier neben uns steht. In dem Gesamtkonzept mit Campovolo Grau oder auf Italienisch Grigio Campovolo, wunderschön zusammengestellt mit dem Fiat, gefällt mir richtig gut. Und was der alles kann und wie der gemessen wird und wie er ausgestattet ist, schauen wir uns jetzt alle gemeinsam im Detail an. Ja, herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir stellen euch ja wie gewohnt die Fahrzeuge vor von den Herstellern, die wir vertreten. Nur für die, die es noch nicht wissen, Pössl, Lastrada, Westfalia. Das hier ist ein Pössl Trenta. Und wenn ihr über den genauso oder über die nächsten Autos genauso gut Bescheid wissen wollt wie über den, dann denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Einfach hier unter dem Video kurz auf Abonnieren drücken, dann kommt so ein Fenster, alle Informationen anstellen, die Glocke aktivieren. Und dann kriegt ihr bei den nächsten Videos immer eine automatische Nachricht und könnt euch die Videos in Ruhe anschauen. Wer mehr Interesse hat, noch ab und zu mal einen schönen Schnappschuss vom Urlaub oder ein paar Bilder dazu haben will, sollte in diesem gleich noch bei Instagram unseren Kanal mitnehmen. Da einfach, ich glaube, @Togo Reisemobile. Gebt mir noch ein bisschen Zeit. Und wenn ihr ein paar Urlaubsbilder habt, einfach mit dem Hashtag Togo Reisemobile da verlinken. Das würde uns auch helfen. Und wir sind gespannt, was ihr da für Bilder mit dazu packt. Aber heute schauen wir uns diesen Pössl Trenta an. Der Trenta, das sagt ja schon die 30. Hier vorne ist ein Sondermodell, was Pössl zum 30. Geburtstag aufgelegt hat. Und ich glaube, es gab selten ein Auto, zu dem die Farbe Grigio Campovolo so gut gepasst hat wie zu dem hier. Weil wir auch im Interieur ein ganz modernes, hellgrau-silbernes Interieur haben. Das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Wenn man den dann noch auf Fiat nimmt, so wie wir das hier gemacht haben, in der Power-Variante mit 160 PS und der neuen 9-Gang-Automatik, dann habt ihr die Option, dieses Blackline-Style-Paket mitzubestellen. Blackline-Style-Paket heißt, wir haben die Scheinwerfer, sind dann hier innen schwarz, dann haben wir den schwarz glänzenden Kühlergrill und was man hier unten noch so ein bisschen sieht, das ist das, was die sogenannte Skid-Plate ist. In dem Blackline-Style-Paket ist die eben schwarz glänzend. Wenn man das lieber in Silber will, einige Leute setzen das auch ab, gäbe es das auch in Silber matt. Aber so mit dem dunklen Stoßfänger hier vorne, glaube ich, ist das perfekte Gesamtbild. Wenn wir mal einen halben Schritt zurücktreten und uns das gesamte Fahrzeug anschauen, das Dekor ist grau-weiß, alles ist im Prinzip, die Fiat-Teile sind schwarz. Die Markise ist oben schwarz und mit den Bullaugen da hinten als zusätzliches Highlight, finde ich, ist das ein Auto, was richtig cool von außen aussieht. Wem die Optik gefällt, der Trenta vielleicht nicht so. Wir können natürlich ähnliche Dinge auch an anderen Fahrzeugen machen und es gibt viele Autos, denen das Campovolo Grau richtig gut steht. Der Pössl Trenta kommt immer als 6,36 Meter Fahrzeug. Das heißt, wir haben den ganz klassischen langen Kasten und in der H2-Variante, also nicht in dem ganz hohen Fahrzeug. Wenn ihr jetzt besonders groß seid und sagt, ich brauche besonders hohe Stehhöhe, gäbe es zum Beispiel von Pössl den Road Cruiser XL und von Lastrada den Avanti EB. Das wären zum Beispiel Fahrzeuge, die so einen Grundriss mit Längsbetten suchen, aber mehr Stehhöhe haben wollen. Ja, so ist das aber was vielen Leuten besser gefällt, weil das vielen Leuten gut von den Proportionen gefällt, lang und flach. Wir haben hier, damit dieses Grau-Weiß-Schwarz-Thema aufgenommen wird, die originalen Fiat-Alufelgen genommen, die mit diesem Schwarz-Silber, glaube ich, hervorragend zu dem Fahrzeug passen. Auch da natürlich die Varianten mit ORC-Felgen, 18 Zoll Felgen,
ganz viel zu machen, so wie ihr das haben wollt. Dazu verlinken wir euch vielleicht einfach nochmal oben links in der Ecke das Video von einem Fahrzeug mit den großen Felgen drauf. Das würde hier sicherlich auch ganz gut passen. Ja, das Wichtigste an dem Fahrzeug ist eigentlich das Interieur, weil das was ist, was Pössl komplett neu fürs Modelljahr 2020 jetzt in diesem Fahrzeug gemacht hat. Und ich habe im Hintergrund mal irgendwo Leuten hören, dass der Trenta, weil er so gut bei den Leuten ankommt, vielleicht zu einer Art Trenta Line ausgebaut werden soll. Und vielleicht, ganz vielleicht, gibt es ja im Modelljahr 2021, also den Fahrzeugen, die ab Herbst kommen, noch den einen oder anderen Grundriss mehr, der in diesem Dekor gut ist. Also auch die Leute, die sagen, Längsbetten brauche ich nicht, ich hätte gerne einen anderen Grundriss. Schaut euch mal an, ob euch das gefällt. Und vielleicht gibt es ja dann auch euren Grundriss in der passenden Dekorlinie. Und wie die aussieht, das schauen wir uns jetzt mal von innen an. Na, gefällt euch der Pössl Trenta? Ich finde ihn schick. Auf jeden Fall ist er anders als die meisten anderen Pössl. Ich komme am besten mal zu euch mit rein und dann schauen wir uns gemeinsam an, wie das im Detail alles gelöst ist. Wie jeder andere Pössl der D-Line haben wir auch an der Schiebetür hier den Soft-Close, also die Zuziehhilfe serienmäßig mit dabei. Im letzten Video hatte sich jemand gewünscht, dass wir mal von innen filmen, wie man die Tür leise schließen kann. Das können wir jetzt ja mal gemeinsam probieren, wie das funktioniert. Ich kann die natürlich mit Schwung zuknallen, aber um das hier leise zu schließen, kann ich einfach, im Prinzip reicht es, wenn da hinten ein Kontakt geschlossen ist. Das heißt, das ist schon alles und dann zieht er leise ran und schließt die Tür super leise. Was euch, glaube ich, im ersten Step auffällt, ich bin ja nun erwiesenermaßen groß, wie viel Platz hier neben mir ist im Eingang. Das müsst ihr mal in anderen Videos euch im Vergleich anschauen. Hier ist echt ein großer Raum. Das ist mit nahezu 80 cm Durchstieg wahrscheinlich der breiteste Platz hier. Zum einen braucht man den, weil wir im Küchenblock den Kühlschrank hier angeschlossen haben und einfach einen großen Kompressorkühlschrank haben. Das Coole an dem ist, die Tür ist beidseitig angeschlagen. Das heißt, wenn ich jetzt von draußen reinkomme, muss ich nicht um die Tür rumgreifen, sondern kann mein kühles Mineralwasser, ich würde ja kein Bier trinken, wunderbar rausgreifen. Das ist ein Kompressorkühlschrank, der hat eine Performance und eine Silent und eine Boost-Lösung, also ist auf verschiedene Nutzungssituationen eingestellt. Aber jetzt schweife ich schon wieder vom Thema ab. Eigentlich hatten wir besprochen, ich komme rein und zeige erstmal, wie das hier drin aussieht, weil das ja das Highlight ist. Aber ich bleibe dann immer irgendwo hängen. Ich mache es mir mal gemütlich. Also, wir haben einen Pössl Trenta. Grundriss ist klar mit Längsbetten hinten und einer schönen Sitzgruppe vorne. Das, was euch gleich auffällt, ist hier über mir ist alles frei. Die normalen Kastenwagen haben hier oben eigentlich alle eine Ablage, wo ich natürlich viel reinpacken kann. Und da muss man einfach für sich entscheiden, finde ich das gut, den großen Durchstieg zu haben, weil auch der Tisch schmaler ist. Hier ist alles etwas großzügiger oder brauche ich mehr Stauraum? Man kann dafür und dagegen sein letztendlich. So ist es schon so, dass als großer Mensch, ich muss mich nicht zwischen den Sitzen durchquetschen, den Kopf noch halbwegs einziehen. Vielleicht machen wir hinterher gleich einfach noch mal kurz eine Einstellung mit Sitzen in Fahrposition, weil da erlebt man noch ein bisschen mehr, wie das sich im Durchstieg positiv auswirkt. Aber es wird natürlich insgesamt super großzügig. Es fühlt sich nicht mehr so richtig nach Kastenwagen an, sondern es ist so ein bisschen wie im Teil integrierten. Das heißt, wir bringen hier echt vieles aus beiden Welten zusammen. Die Großzügigkeit, das Raumgefühl von einem teilintegrierten, aber das Ganze bei der schmalen Abmessung des Kastenwagens. Das, was ihr hier seht, ist der Polsterstoff Paco. Dieses Jahr ist das der einzige Stoff, der beim Trenta geht. Ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Sollte es mehr Trenta nächstes Jahr geben oder Trenta-Line, gibt es vielleicht auch andere Stoffe. Mich würde interessieren, wie euch der Stoff und das Gesamtkonzept gefällt. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Ich weiß, dass auch
die Pössl-Vertriebsmannschaft das so ein bisschen verfolgt. Vielleicht könnt ihr ja beeinflussen. Also wer Interesse hat, einfach mal eine Meinung dazu kundgeben. Das wäre für uns auch ganz spannend. Ja, ich bilde mir ein, dass der Tisch ein bisschen kleiner ist als bei anderen Fahrzeugen, aber es ist ja auch ein Auto, was auf 2 Personen ausgelegt ist. Der müsste relativ breit sein. So haben wir 55 cm in der Breite. Und haben hier bis hierhin sind es 50 cm, wo die Rundung anfängt. Und da vorne 84, also einen relativ langen Tisch, aber der läuft hier gut zu. Und wenn man mehr Raum braucht, dann habe ich, das ist natürlich wie bei allen anderen Pössl eine Option, mit dem Alternativtisch. Ja. Wenn ich das ganz rausziehe, komme ich vom Beifahrersitz gut ran und so habe ich ja, fast 1,15 Meter bis nach ganz außen und das sollte dann für 2 Personen oder auch für 2 mit 1 oder 2 Gästen gut ausreichend sein. Brauche ich das nicht, ne, kann ich das unten entriegeln und dann wieder zurückklappen. Und das, was man hier eben schön sieht, ist, dass man dann den komfortablen Durchstieg hat. Ja, im gesamten Innendesign geht Pössl ein bisschen andere Wege als bei den anderen Fahrzeugen. Das heißt, hier, wo wir normalerweise Kunststoffformteile haben, ist das alles mit so einem Stoff bezogen. Und ich finde, dass das wahnsinnig viel Raumgefühl ausmacht, ob das eben hier weich ist oder ob da einfach eine Kunststoffform drin ist. Und diese ganzen Materialien finden sich überall wieder. Das heißt, das, was ihr hier an Stoffbezug habt, haben wir hier oben an so einem, ich glaube, Baldachin, würde das ein Profi nennen, Baldachin auch mit drin, was man im Hellen kaum sieht, aber wir haben hier überall eine indirekte Beleuchtung hinten drin. Auch die Fächer hier oben sind mit beleuchtet und das gerade, wenn ihr so schön dicht dran seid, das ist auch so ein, er sieht fast aus wie ein Stoff, so eine gewebte Oberfläche. Das ist natürlich auch nur eine normale Beschichtung, ist aber was anderes und das mit diesen matt silbernen Flächen ist, glaube ich, ganz cool gelöst. Alles grifflos, das heißt, wir haben einfach nur eine kleine Entriegelung unten drunter und dann haben wir die ganz normalen Fächer hier oben. Und auch an den Fächern habt ihr hier oben so eine Lichtleiste mit drin und die, wenn du einmal eine 360-Grad-Drehung machen kannst, ist umlaufend überall mit dabei. Das heißt, hinten auch überm Bett habt ihr das mit dem tollen Licht. Das hier wäre eben die Höhe von hier rüberlaufen, wo eigentlich diese offene Ablage wäre, was die natürlich wahnsinnig viel Wolldecken, Jacken und sowas schluckt. Aber wenn die nicht da ist, kann ich halt nahezu aufrecht hier reingehen, mich hier ganz komfortabel hinsetzen. Es wäre natürlich was anderes, wenn ich mich hier reinfalten müsste. Geht aber auch, so schlimm war es bisher nie. Ja, wie ich draußen schon gesagt habe, wir haben hier einen Fiat Ducato mit 160 PS Motor. Der hat die neue 9-Gang-Automatik. Das ist bei den Fiat-Fahrzeugen was gern und viel genommen wird. Da haben wir auch schon ausführlich in anderen Videos drüber gesprochen. 9 Gänge, verschiedene Drive-Modes mit Eco, Power und Normal. Eine Möglichkeit, die Gänge manuell zu wählen mit dem wie heißt es, HDC, Hill Descent Control, eine Bergabfahrhilfe. So dass man damit, glaube ich, in dem Fiat ist das die komfortabelste Variante, die wir momentan haben zum Fahren. Ja, das Fahrzeug hier hat zusätzlich eine Klimaautomatik. In dem Pössl All-In-Paket habt ihr ja normalerweise die normale Klimaanlage mit drin. Der hier hat zusätzlich die Klimaautomatik. Wird vom Kunden noch ein schönes Doppeldienradio mit Rückfahrkamera bekommen. Das baut er sich in diesem Fall aber selber ein, sodass das hier nachher ein richtig schickes Cockpit wird. Bevor die Fragen kommen, ich habe mir, wo ist mein Zettelchen, was das Fahrzeug kostet. Also mit 140 PS und Leitchassis. Im Grundpreis kostet so ein Trenta
44.599 Euro. Dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, Fiat, 160 PS, Campo Volo Grau, Alufelgen, Automatik, Markise und all diese Dinge mit dabei, hat einen Listenpreis von knapp 56.000 Euro. So dass man da auch mit der Klimaautomatik eben schon mit dabei, dass man nur einen groben Eindruck hat, was kostet ein Auto, wenn es so wie es hier steht, konfiguriert ist. Was euer Auto kostet, müssen wir dann gemeinsam rausfinden, weil die Konfigurationen sich doch extrem unterscheiden und wir alleine durch die Wahl des Basisfahrzeugs, allein die Automatik sind ja 3.000 Euro rauf oder runter. Das müssen wir dann aber gemeinsam rausfinden, dass ihr mit mir oder einem unserer Mitarbeiter mal eine Konfiguration macht von eurem Traumfahrzeug. Der Küchenblock vom Trenta ist so, dass wir es natürlich hier alles schön offen haben. Das heißt, wir haben bei vielen Autos ist ja hier ein hochgesetztes Modul, damit man aber ein möglichst offenes Raumgefühl hat, was sich mal den offenen Durchstieg zum Fahrerhaus nochmal unterstreicht, hat Pösse sich eben auch entschieden, den Kühlschrank nicht hochgesetzt zu machen, sondern vorne in die Front, da haben wir eben reingeschaut. Dadurch, dass hier der Kühlschrank steht, gibt es hier natürlich keine Schubladen. Daneben aber mehrere große Schubladen, die auch sich ganz ausziehen lassen. Alles während der Fahrt mit den Pushlocks gesichert. Und hier daneben ist noch mal ein kleines Schränkchen. Das sind rausnehmbare Einlegeböden, dass man das entweder, ich weiß gar nicht, hat der? Nee, hat er nicht. Keine Kleiderstange serienmäßig. Aber es gibt auch Kunden, für die wir da schon eine Kleiderstange reingemacht haben, dass man eine Hängemöglichkeit, eine kleine hat. Ja, die Arbeitsplatte ist großzügig. Wir haben hier vorne ein schönes großes Waschbecken. Auch der Wasserhahn fühlt sich massiv an. Ich glaube, das ist nicht mal Kunststoff. Also Teile schon, aber das ist kein Kunststoff. Also gut gemacht, würde ich sagen, Pässe. Und daneben, weil man mehr eigentlich nicht braucht, haben wir einen klassischen Zweiflammenkocher mit der elektrischen Zündung hier mit dabei. Ja, mir erscheint das so, als wenn der Küchenblock ein bisschen tiefer ist als bei anderen, aber das müssten wir noch mal im Vergleich gucken. Darüber haben wir Stauräume. Hier ein großes Staufach mit 2 Klappen. Das muss man sicherlich, wenn man es belädt, noch mal ein bisschen unterteilen, dass einem da die Sachen nicht hin und her rutschen. Und auch hier das, was wir eben schon gezeigt haben, die indirekte Beleuchtung, die sich übrigens überall wiederfindet. Auch im Küchenblock hier unten haben wir wieder die indirekte Beleuchtung. An Licht wird insgesamt sowieso nicht gemangelt oder wird sowieso nicht gespart. Hier ist nochmal eine LED-Leuchte und das, was ganz schick ist, ist, dass wir diese Lichtstromleisten haben. Für die gibt es dann auch USB-Adapter. Das heißt, ihr könnt überall, wo wir diese Lampen haben, im Prinzip auch USB-Steckdosen hinmachen. Und dadurch, dass die hier hinten überall sind, kann man das im Fahrzeug gut verteilen. Gegenüber von der Küche haben wir die Nasszelle. Das ist im Prinzip die klassische Nasszelle, die wir im Two-Win Plus auch haben oder im normalen Two-Win. Wir haben hier die Duschwanne, dass man mal einen Eindruck bekommen kann, wie tief die ist. Und jetzt einklemmen, nur da ich nicht da drauf trete. Und dann aber die Möglichkeit, ich gehe mal hier rein, dann könnt ihr besser mit reingucken. Und dann eben das hier etwas enger. Für mich ist es tatsächlich, glaube ich, so eine Grundsatzentscheidung. Wenn ich eher weniger im Fahrzeug dusche, ist so eine klassische Nasszelle wahrscheinlich eine tolle Lösung, weil ich auf Toilette sitzend, das passt für mich einfach gut. Also gut, es ist halt kein Zuhause-Klo, aber für ein Wohnmobil passt es hervorragend. In dem Augenblick, wo ich dusche, wird es natürlich mit dem umlaufenden Vorhang ein bisschen enger. Und da wäre vielleicht so eine Lösung wie ein Pösse Road Cruiser oder wenn ich eine ganz große Dusche haben will, der Lastrada Avanti C mit seiner separaten Dusche, für Dauerduscher die bessere Lösung. So ist es aber so, dass ich denke, zum Frischmachen alles großartig. Was ihr unbedingt dazu bestellen solltet, ist das Fenster in der Nasszelle. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, die Duscharmatur auch einfach nach draußen zu führen und als Außendusche zu nutzen. Und wer sich mit warmem Wasser duscht, kann das ja auch bei minus 5 Grad machen. Ist vielleicht mutig, aber es gibt Leute, die das tun. Dann macht man hier drin gar nichts nass und solange es warm von oben über mich rüberläuft, muss es ja nicht unbedingt im Fahrzeug sein. Ja, Stauraum. Ups, gehst du hier wieder zu. Das hat natürlich auch ein Verdunklungsrollo und ein Fliegengitter, wie alle anderen Fenster rundherum auch. Stauraum haben wir hier oben einmal die offene Ablage. Einmal über mir hier oben den Schrank.
Und bei so einer Nasszelle natürlich auch die kleine Dachhaube 28 x 28 da oben. Und wir schauen uns jetzt mal das Bett an, dann gucken wir mal, wie groß die Längsbetten hier wirklich sind. Die Längsbetten hinten, wir messen die zweimal. Einmal von hier die gefühlte Länge und dann messe ich euch nachher von hinten nochmal die echte Matratzenlänge, weil einmal ist es halt das, was ihr hinten bis zur Tür habt. Das ist 1,97 m bis hinten zur Tür. Die Matratze selber ist natürlich etwas kürzer. Und auf der anderen Seite bei dem kürzeren Bett haben wir 1,83. Also durchaus kein riesengroßes Bett. Das passt aber, glaube ich, für die meisten Leute ganz gut. So, wieder rumgedreht. Einmal, glaube ich, kann man ganz gut sehen, wie schick das mit den Bullaugen ist. Das, was man aber hier sagt, wo ist der Kleiderschrank? Wir haben hier zwei Staumöglichkeiten. Einmal auf dieser Seite das klappbare Lattenrost, da eben auch mit der Kleiderstange drin. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir das gleiche noch einmal. Auch herausnehmbar und auch nochmal mit einem großen Stauraum. Ich denke nicht, dass man auf beiden Seiten Kleiderstangen benutzen will, aber auf einer Seite hat man das auf jeden Fall. Die Trittstufen sind natürlich auch Stauraum. Guck mal, da bücke ich mich jetzt nicht. Da unten sind noch ein paar Leitungen, die rüberlaufen. Da ist ein bisschen weniger. Und da oben ist das die volle Tiefe der Trittstufe. Ja, bevor wir es vergessen und nach hinten gehen, Stehhöhe noch schnell mit auf der To-Do-Liste abhaken. Hier haben wir 1,89,6, also knapp 1,90 Meter. In der Dusche, wenn ich den Boden rausnehme, das gleiche oder ungefähr das gleiche. Aber hier haben wir 1,77, also das ist ein bisschen weniger. Ja, den nehme ich mal mit und jetzt gucken wir mal, wie lang die Matratze hinten ist. Ja, die Liegelänge hier hinten hatten wir von innen gemessen. Die reine Matratze wird eine ganze Ecke kürzer sein. Na, wo ist mein Laser? 4,2 Meter. Das scheint bis zum Fahrersitz zu sein. Da ist mein Laser. 1,89,5, also knapp 1,90 Meter. Ich habe jetzt ein bisschen vorsichtig gemessen. Es reicht für große Leute auch, aber für Riesen, schaut euch den Road Cruiser XL an, da haben wir ein Bett über 2 Meter. Ja, bei der Liegelänge müsst ihr auch darauf aufpassen, wollt ihr ein Fahrzeug mit oder ohne Fenstern in den Hecktüren. Hier haben wir jetzt ganz bewusst die Hecktürenfenster weggelassen, beziehungsweise nicht mitbestellt, weil so die gefühlte Liegelänge einfach deutlich größer ist. Habe ich hier in der Tür ein Fenster drin, dann habe ich natürlich auch einen Fensterrahmen, der aufträgt, ein Verdunklungsrollo und Fliegengitter. Und dann geht mir gefühlt noch mal eine ganze Menge Liegelänge weg. Die Breite, denke ich, ist irrelevant, aber was haben wir hier? 1,83 knapp, das ist schon ein bisschen höher. Hier auf direkter Matratzenhöhe ist wahrscheinlich noch ein Tick mehr. Aber da das Schlafen ja eh so angelegt ist, da können schon zwei sehr breite Menschen nebeneinander liegen. Wir haben überall einen Lattenrost. In der Mitte hier natürlich nicht. Das ist bei Pössl nie so. Und ich kann das ganze Bett auch rausnehmen, an der Seite stapeln. Und dafür habt ihr oben diese kleinen schwarzen Schnallen. Mit denen kann ich das Bett auf der Seite festmachen. Unter Längsbetten habe ich natürlich wie bei den anderen Längsbettenfahrzeugen auch verhältnismäßig viel Stauraum. Hier rechter Hand ist der Frischwassertank drin, linker Hand der Platz für die Gasflaschen. Das dürften hier auch genau, das ist der Standardkasten von Pössl mit 2x11 Kilo. Und dazwischen könnt ihr beladen, bis der Arzt kommt. Und zwar habt ihr dafür 1,15 Meter Breite. Und ich muss mal kurz, damit wir wirklich die Ladelänge haben, die Tür ranmachen. 1,30 in der Tiefe. Man kann aber auch was etwas Längeres mitmachen, weil da unten, wenn ihr es ganz hinten in der Ecke seht, die kleine Spitze, also ich habe wirklich nur bis zur Rückwand gemessen. Für was Langes kommt das da unten auch noch in Frage. Und als Höhe haben wir hier in der Mitte 73,5 und am Lattenrost, weil das einen Bogen nach oben macht, 80 cm. Das heißt auch da, ich glaube, dass zumindest für Tischstühle und alles andere, was da reinpasst, alles, was man mitbekommen will, kriegt ihr hier unter. Ja, so sieht ein Pössl Trenta von innen aus. Gefällt er euch? Schreibt es uns. Braucht ihr mehr davon mit anderen Grundrissen? Schreibt es uns, dann verrate ich es Pössl. Und dann gucken wir mal, ob wir eine Trenta Line zum neuen Modelljahr bekommen. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Sagt man, glaube ich, so in YouTube-Sprache. Wenn nicht, verratet es keinem.
Ansonsten freuen wir uns auf euren Besuch bei uns in Stowe. Viel Spaß bei den anderen Videos und bis bald.